Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte, was er alles für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wichtig ist, ausschlaggebend oder aber auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Zwillinge im November. Jahresrückblick. Um den 13. November herum sagen sie, schaust du zurück, auf was du alles erreicht hast. Du lässt Revue passieren. Der Schuh drückt irgendwo. Es ist sicherlich selbst erzeugter Druck, denn du dachtest, du hättest es bis dato anders machen können, mehr erreichen können, beziehungsweise die Zeitschleuder, sagen sie, einstellen können, auf das du weiter wärst. Sie sagen, tune dort nicht hinein, lieber Zwilling. Es kommt alles zur rechten Zeit. Du hast sehr viel erreicht. November und Dezember werden für dich noch einmal Turbomonate. Sie sagen, nichts mit Ausruhen. Es wird noch sehr viel geschaffen und erschaffen. Im Zwischenmenschlichen gibt es eine Situation oder einen Menschen, bei dem Misstrauen vorhanden ist. Du hast das Gefühl, dass Missgunst dir gegenüber die Basis ist. Und deswegen beginnst du zu misstrauen. Du hast 3 Themenkarten. Ja, hier, schau, das ist schon das, dass du unbedingt möchtest, mit Nachdruck dich selbst unter Druck setzt. Wann erreiche ich endlich? Doch du bist so weit gekommen, lieber Zwilling, erkenne das an. Gönne dir Verschnaufpausen, schaue zurück, aber ohne über dich selbst zu urteilen. Was wurde kreiert? Was kann kreiert werden? Wir sind immer da. Und der Druck. Eieiei. Gut möglich, dass eine männliche Energie kann eine väterliche Figur sein oder gar dein Vater selbst dir diesen Druck erlernt hat, beigebracht hat, übertragen hat. Sie sagen, es liegt immer im Auge des Betrachters. Mache es so, wie es für dich richtig ist, nicht so, wie es dir übertragen worden ist. Denn da kann es sein, dass du so sehr unter Druck bist, lieber Zwilling, dass du um dich beißt. Du ziehst Bilanz. Was ist und was soll sein? Von was kannst du dich verabschieden? Was darf wachsen? Bei manchen Zwillingen sagen sie Vorsicht für die Mitmenschen, also Crosswatcher. Die Zwillinge verstehen im November nicht viel Spaß, besonders nicht, wenn es
ja, sagen wir mal so, zweideutige Anspielungen sind. Die Zwillinge sind sehr wachsam im November und legen jedes Wort auf die Waagschale. Sie sagen, die Welt wird verschluckt und du möchtest nicht mehr Part dieses großen Ganzen sein. Du versuchst dich abzusondern. Und was das Allerwichtigste ist, wo sind deine Wurzeln? Interessant. Schauen wir die Hauptenergie, die dir zur Verfügung steht, lieber Zwilling, im November. Die Hauptenergie für den Zwilling. Lieber Zwilling, im November halte dich warm eingehüllt, vor allem Rücken und Nieren. Es können Muskelverspannungen im unteren Rücken auftreten. Bitte immer, wenn es sich um Gesundheit handelt, suche immer einen Arzt auf, lass dich von diesem beraten und behandeln. Diese Worte hier ersetzen keinen Arztbesuch, sind alle auf spiritueller Ebene. Sie sagen auch, erkennst du eine Brutalität, wo du sehr stark versuchst, dagegen zu steuern mit deiner Energie, mit deinem Licht, mit deinem Segen sogar. Die Brutalität kann sicherlich das Weltgeschehen sein, beziehungsweise auch etwas in deinem engeren zwischenmenschlichen Kreis, wo vielleicht jemand Unausgeglichenes ist, beziehungsweise du Ungerechtigkeiten siehst und es als brutal empfindest. So. Hier deine Hauptenergie, deine eigene Karte. Die Liebenden, ganz wunderbar, lieber Zwilling. Denn das heißt, du tunst absolut in dich selbst hinein, in deine Energie. Indem du dich mit dir auseinandersetzt, indem du schaust, wie gesagt, ist mein Sein erfüllt oder was fehlt? Die Vermählung mit dir selbst und du fügst verloren gegangene Teile zusammen. Die kindliche Unschuld, das kindlich Quirlige, du wirst dazu dorthin gehend zurückfinden. Sie sagen, sie möchten, dass du beobachtest, sie möchten, dass du auf dich achtest. Was jetzt hier für die Negativdenkenden da draußen nicht bedeutet, gib Acht auf dich, denn es passiert was Schreckliches. Nein, achte dich selbst, achte auf dich, achte auf dein Wohlergehen. Denn sonst tut es keiner, lieber Zwilling. Tunen wir hinein, gehen wir in die Details. Gut möglich auch, dass die Liebe für dich sehr ausschlaggebend ist im November, du die Liebe mal anders betrachtest. Was gibst du in der Liebe? Was wurde dir gegeben? Ja, geben und nehmen. Siehst du, so krass, wie die Karten immer passen. Du möchtest mehr. Und auch da, lieber Zwilling, wer mehr möchte, sollte mehr geben. Gerade von dem, was er mehr möchte.
die Ungerechtigkeit. Lieber Zwilling, du bist der geborene Problemlöser. Für dich, für deine Mitmenschen. Doch was ist, wenn du eben Bilanz ziehst und erkennst, dass so viel genommen wurde, so viel genommen wird? Wer ist für dich da? Und darum hast du deinen inneren Kelch gefüllt? Wie ist er? Halb leer, halb voll, ganz leer oder quillt er über? Du setzt dich damit auseinander bezüglich deines Vaters, sofern er noch im Hier und Jetzt ist, oder einem väterlichen Freund, aber auch gedanklich wirst du erkennen, was dir mitgegeben wurde, übertragen wurde oder aber auch nicht. Manch ein Zwilling wird beschließen, mehr für diesen Vater da zu sein als bisher. Doch auch dort, aus welcher Absicht heraus? Denn es kann gut möglich sein, dass es sehr bald für dich überfordernd werden wird. Ein Erdzeichen entzieht sich vollkommen und möchte mehr. Möchte, dass du dich mehr anstrengst, mehr gibst. Das Erdzeichen, es ist wie, als wenn es dir sagen würde, so, und jetzt beweise dich mir, dass du mich bedingungslos liebst, bedingungslos für mich da bist, bedingungslos bist. Wow. Es wird einige Zeit brauchen. Ich höre bis nächstes Jahr im Juli, also bis zum Sommer nächsten Jahres, bis sich dieses Verhältnis im Zwischenmenschlichen normalisieren kann. Es wäre wie, als wenn dieses Erdzeichen dich so sehr herausfordert aus eigenen Urängsten des Nichtvertrauens. Doch das nutzt dir auch nicht viel. Denn es geht darum, für dich zu überlegen, wie gehst du damit um? Möchtest du dich beweisen oder fühlst du dich so missverstanden, dass du dort gar nicht hineintust? Du fühlst dich eher, als würde von dir genommen. Und zwar mehr, als du hast. Das Erdzeichen es ist überfordert, denn es sagt, so viel habe ich gegeben. Und nun das. Das Erdzeichen ist negativ beeinflusst von einem Luftzeichen, auch entweder Zwilling wie du, Wassermann oder Waage. Die Harmonie dazwischen ist nicht mehr gewährleistet. So. Und dann, lieber Zwilling, erkennst du das Ausmaß, wie man dich missverstehen kann. Wir machen weiter im Extended, legen noch die Karten aus und gehen weiter ins Detail, schauen, was für Botschaften durchkommen. Lieber Zwilling, ich warte im Extended auf dich. Bis gleich, ich freue mich. Ciao.